Einen wunderschönen guten Morgen hier an Tag 2 der Reise. Noch aus der Nähe. Wir haben ja gerade einen Kaffee getrunken, gefrühstückt. Hier, das Huhn ist auch wieder am Start. Blanchette heißt sie. Ich glaube, Blanchette findet meine neuen Motorradstiefel auch richtig gut. Nach was schmecken sie denn? Gummi. Man muss dazu sagen, letztes Mal, als wir hier waren, da gab es noch 2 Hühner mehr. Allerdings hat die Hühner ein trauriges Schicksal ereilt. Das eine Huhn wurde von einer Katze geholt. Allerdings hat die Katze den Mord auch direkt mit ihrem eigenen Leben bezahlen müssen, weil sie hat das Huhn auf der Straße gefressen und dann ist ein Auto drüber gefahren. Das andere Huhn, was da noch war, ist dann aus Trauer gestorben, weil ihre Freundin tot war. Ja. Ein bisschen Glück für Blanchette. Die lebt nämlich hier gerade so richtig auf. Die hat mich von anderen immer aufs Maul gekriegt. Ja, und die genießt jetzt hier ihr Leben. Ne? Ich habe die Urigkeit dieses Hauses ja schon beim letzten Stopp, bei der letzten Reise sehr bewundert. Hier wird auch das Motorradfahren gelebt, das Motorradreisen. Mit diesen Royal Enfields sind die beiden unterwegs und sogar zu Zeiten, wo ihr Kind gerade erst auf der Welt war und sie haben das Kind einfach im Beiwagen mitgenommen. Ganz außergewöhnlich, finde ich. Es gibt, glaube ich, nicht sehr viele Menschen, die das machen. Denn für viele und auch für mich so im Kopf ist das Denken, wenn das Kind da ist, dann ist das Motorradfahren erstmal passé. Viele Frauen, glaube ich, wollen auch nicht, dass ihre Männer Motorrad fahren, während sie noch ein junges Kind haben. Klar, wenn der Mann verunglückt, stehst du alleine da. Die Idee, das Kind mitzunehmen auf Reisen, ich finde es genial, ehrlich gesagt. Unser Sohn ist Ende Oktober geboren und er war gerade mal 10 Tage alt, da hat er seine erste Motorradtour gemacht. Ich habe ihn in ein Schaffell eingewickelt und er kam mit mir zusammen in den Beiwagen und wir sind eine große Runde um Münster gefahren. Und im Jahr darauf, also im Sommer, da war er dann halt eben 8 Monate, da haben wir dann unsere erste große Motorradtour durch Frankreich gemacht. Auch da haben wir zusammen im Beiwagen gesessen. Er hat zwischen meinen Beinen gelegen. Und ja, ich habe ihn gestillt. Das war dann immer sehr praktisch, wenn er sich meldete. Einmal rechts, einmal links. Und es war also für uns eigentlich nie ein Problem, mit dem Kind in den Motorradurlaub zu fahren. Wie lange fährst du selber schon Motorrad? Ich habe meinen Motorradführerschein gemacht vor ungefähr 40 Jahren. Und wie kam es dazu? Durch deinen Mann? Ja, genau. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich mit ihm meine erste Motorradtour gemacht. Vorher hatte ich immer ziemlich Angst gehabt, da bin ich bei ihm mitgefahren, fühlte mich sehr wohl. Und dann habe ich heimlich einen Führerschein gemacht. Er wusste das gar nicht, weil ich dachte, ich überrasche ihn einfach und hatte ein bisschen Angst davor, dass er mich belehren würde. Mach das so und mach das so. Er hatte sich nur zwischendurch mal gewundert, dass ich immer mutiger wurde. Und als er dann Geburtstag hatte, habe ich ihm meinen Führerschein geschenkt. Oh, und hat er sich gefreut oder dich belehrt? Er war völlig überrascht, hatte damit überhaupt nicht gerechnet und dachte erst, es wäre ein Scherz. Ah, cool. Aber es war wirklich so. Ja, und seitdem fahren wir also nur noch mit dem Motorrad dann in Urlaub. Oktober 72 habe ich meinen Führerschein gemacht. Und nur Motorradführerschein. Ein Auto hat mich nie interessiert. Und du bist auch mit Kind gereist? Ja, als Cornelia und ich dann geheiratet haben. Ne? Julien ist fast im Beiwagen geboren. Der ist 4 Wochen vor seiner Geburt erst aus Frankreich wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und als er ein halbes Jahr war, hat er seine erste Tour bis in die Pyrenäen gemacht. Im Beiwagen.
Hast du das als anstrengend empfunden, mit Kind zu fahren? Nee, ganz normal. Man muss nur darauf achten, dass das Kind richtig gesichert ist, sonst fällt das im Beiwagen hin und her und das ist lebensgefährlich für den Kopf. Hattest du Angst um dein Kind, als du gefahren bist? Nee, überhaupt nicht. Es ist überhaupt kein Problem. Und die Kinder schlafen übrigens sofort ein im Beiwagen. Du fährst 5 Minuten, dann sind die am Pennen. Also war es für dich auch gar keine Einschränkung, dass du sagtest, das macht jetzt nicht so viel Spaß, das war genauso schön wie sonst auch? Genau wie sonst auch. Für mich war das sogar eigentlich sehr wichtig mit dem Koten dabei, weil ich dachte, der atmet das oder nimmt das mit der Muttermilch auf. Und es ist auch so gewesen. Ja. Für ihn war das Motorrad überhaupt nichts Besonderes. Der hatte nie Angst, wenn du andere Kinder mal mitgenommen hast im Beiwagen, die sowas gar nicht kannten. Da kann das schon passieren, dass sie anfangen zu weinen. Aber Julien ist ja im Bauch seiner Mutter im Beiwagen groß geworden. Und wir haben früher pro Jahr zwischen 10.000 und 15.000 Kilometer gemacht. Das heißt, manchmal in einem Monat 10.000 Kilometer, nämlich Portugal hin und zurück. Und nicht die Schnellstrecken, sondern zickzack durch Frankreich. Es war ganz einfach immer für uns. Wir hatten ein Paket Windeln dabei, eine Babyflasche. Später, als er etwas größer war und selber sitzen konnte, haben wir einen Kindersitz in den Beiwagen eingebaut. Und dann hatte er links seine Kekse, rechts seine Trinkflasche und auf dem Bauch den Teddybär oder ein paar Legosteine, je nachdem, was er braucht. Und meistens hat er schon geschlafen, weil einfach diese monotone, gleichmäßige Bewegung und Geräusche ihn halt eben sehr eingeschläfert haben. Und wenn er dann die Augen aufmachte, dann waren wir schon in Frankreich oder in Spanien oder in Portugal, je nachdem, wo es dann hinging. Also wenn ihr mal Probleme habt mit Kindern, die nicht einschlafen können, nehmt die einfach mit aufs Motorrad. Dann erledigt sich das von ganz alleine. Wir haben fürs Erste genug geschlafen und wollen weiterfahren. So verabschieden wir uns von unserem stationären Bett und switchen auf das mit 2 Rädern. Die Sachen sind gepackt, ab aufs Motorrad. Ziel für heute ist Valence. Das sind so 470 Kilometer. Die werden wir sehr wahrscheinlich noch über Autobahn machen. Wir wollen so schnell wie möglich in den Süden. Es ist auch schon wieder richtig schön warm. Also südliches Flair kommt hier schon auf. Ich ziehe gerade meine Jacke aus. Es ist einfach unfassbar und das ja, okay, es ist schon 11 Uhr. Wir haben heute ein bisschen ausgeschlafen. Man muss ja auch seinen Urlaub genießen, ne? Genau, entspanntes Reisen. Das ist das Motto und gleichzeitig Abenteuer erleben und die Freiheit genießen, die wir hier haben. Und dazu gehört irgendwie auch Ausschlafen, finde ich. Freiheit bedeutet irgendwie so dem Rhythmus des eigenen Körpers und der Natur irgendwie sich da voll drauf einzulassen. Und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg mit Schlafen bis 9:30. Habe ich schon ewig nicht mehr. Ich gehe heute mit einem Huhn auf Reisen. Mal gucken, wie weit sie mitkommt. Ich glaube nicht ganz bis Valence. Eher falle ich hier noch die Treppe runter. Dann komme ich da auch nicht mehr hin. Dass wir in Frankreich sind, dem Land der Rennradfahrer, wird uns an diesem Tag schon früh bewusst. Denn die liefern sich heute auf derselben Straße ein Rennen, auf der wir, ganz ohne Zeitdruck, nur getrieben von der Sehnsucht nach Palmen, gen Süden dümpeln. Gerade wo wir reingefahren sind, war es erst richtig hässlich. Alles so mit Plattenbauten und Industrie und so. Und dann auf einmal kam aber echt eine schöne Altstadt. Da weiß ich, wie schnell du mit der Kamera war.
Ich glaube, es hat auch seine schönen Seiten. Eine der schönen Seiten Lyons zeigt sich uns in Form des Musée de Confluence, ein Museum, das globales Wissen mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften vermittelt. Der war ja krass dran mit seinem Wheelie da vor uns, ne? Ich habe kurz gedacht, gleich fällt der, aber das sah nicht ganz so stabil aus wie bei Jens Cook und Mellis. Auch ein bisschen eng. Ja, also das war Lyon, Freunde. Weiter geht's. Wir haben noch 100 Kilometer circa vor uns Richtung Valence. Ich hatte das gerade schon mal, so wie hier jetzt auch. Leute, die aus den Autos heraus so die Daumen hoch machen. Er war gerade so, machte so aus dem Fenster raus. Ich glaube, die Franzosen, die finden das top, wenn man mit dem Motorrad fährt. Oh, jetzt fängt an zu regnen hier. So, Mautstraße. Haben wir mal geguckt heute, ohne Mautstraße hätte das uns 3 Stunden mehr gekostet. Und das war es uns jetzt wert. Ticket? Ja, ich brauche ein Ticket. Ah, da. Okay. Karo im Stress. Ja, ich verstehe manchmal diese Dinger nicht. Ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück hier beim Campingplatz Municipal Le Luc. Würde ich auch sagen. Okay, los geht's. Es kommt da hinten echt böse an. Dicke Gewitterwolken. Dennoch haben wir es getan, uns hier einen Zeltplatz besorgt. Hatten irgendwie echt noch Glück, dass wir was bekommen haben. Ganz netter Deutscher, der das hier macht. Ja, hier werden wir also nun die erste Nacht der Reise zelten. Kaum sind wir angekommen, regnet es in Strömen. Naja, immerhin konnten wir das Zelt noch im Trockenen aufbauen. Unsere Sachen sind auch schon alle drin. Jetzt ist uns natürlich gerade noch das passiert, was einem natürlich immer passiert, wenn man Getränke nicht extra nochmal in wasserdichte Säcke einpackt. Wir hatten noch einen Ayran dabei. Wollten den Kühlschrank zu Hause leer machen, Ayran in den Rucksack gepackt. Natürlich nicht extra in den Plastiksack. Ayran kaputt gegangen, im Rucksack ausgelaufen, alles voller Ayran. Yay! Zum Glück ist das nur Wasser und kein Ayran. Das Schöne ist, für diesen Camping Municipal direkt an der Rhone zahlt man nur 17,20 € mit 2 Personen, einem Zelt und den 2 Motorrädern. Und von daher ist das hier echt eine richtig kostengünstige und praktisch gelegene Sache, weil also ich habe eigentlich gedacht, wir könnten heute Abend noch einen Spaziergang machen. Vielleicht schaffen wir das ja morgen früh. Die Geschäfte haben heute alle zu, weil 1. Mai ist. Ist schlimmer als Weihnachten hier in Frankreich. Also da hat wohl alles zu. Wirklich den ganzen Tag alles zu. Das heißt, wir müssen heute von unseren Vorräten zehren. Ich habe ja hier immer sehr, sehr praktisch eine Packung Müsli dabei. Ein bisschen Milch haben wir, glaube ich, noch. Zur Not geht es auch mit Wasser runter. Und Wasser haben wir ja genug. Ja, wir sind jetzt gerade echt am Überlegen, was wir machen, weil morgen soll es hier in der Gegend nur regnen. Und wir wollten eigentlich so nach Bédarieux, aber da ist es auch bedeckt und gerade mal irgendwie, wie viel Grad? Ich glaube 6. Ich gucke jetzt nochmal eben kurz Andorra la Vella. 1 Grad und Schneefall. Yes! glaube, schön, nochmal ein der- Screenshot. ACT hat sich damit erledigt. Der ACT, den wir ja eigentlich zuerst fahren wollten, vom Mittelmeer Cap de Creux bis an den Atlantik, San Sebastian. Ja, vielleicht schaffen wir das nachher noch. 90% Regenwahrscheinlichkeit. Wo jetzt? Andorra abends 5 Grad. Leichter Schneefall, nachts 3 Grad. Ich glaube, wir fahren erstmal in den Süden von Spanien, wo es ein bisschen wärmer ist. Ich denke mal, für morgen kann dann unser Ziel irgendwie sein Girona oder so. Ist natürlich ätzend, so ein nasses Zelt einzupacken. Morgen früh habe ich gar keinen Bock drauf. Und wenn man es dann wieder aufbaut, dann will man es natürlich irgendwo aufbauen, wo es warm ist, weil nochmal so nass geregnet werden, wenn eh schon alles nass ist, könnt ihr euch ja denken,
Fühlt sich nicht so nach Urlaub an. Ich mach mal hier einmal eine gute Info. Ja, komm, hau raus. Komm hier, Valencia 21 Grad, Oh, 22 Grad, 23, 25, 9 da wollen wir hin. Können wir morgen bis Valencia 29 Grad. Wir haben übrigens gerade festgestellt, dass Autobahnfahren mehrere Tage hintereinander sehr kräftezehrend ist. Also heute diese Mautstraße, ich meine, das hat uns Zeit geschenkt, aber am Ende wirklich Spaß gemacht. Also es war schön, Motorrad zu fahren. Es ist einfach nur vorankommen. Ich will einfach nur dahin, wo es warm ist und trocken. Man da morgen nochmal die Arschbacken zusammenkneift und dann auch nochmal Maut Ich glaube, fährt. danach brauchst du aber wirklich eine Pause. Danach braucht man eine Pause und irgendwie Zeit, um die Sachen zu trocknen. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Und es ist zwar super schön hier auf dem Campingplatz, weil das Badezimmer, also die sanitären Anlagen sind sehr, sehr außerordentlich sauber, das muss man sagen. Und sogar auch Toilettenpapier in den Toiletten, das hat man ja in Frankreich oft nicht. Dafür muss ich leider sagen, eine Sache, die ich persönlich eigentlich immer brauche, um richtig runterzufahren, ist Stille, Ruhe, Natur, so diese Vögel, die man zwitschern hört. Und leider ist hier direkt nebenan eine Straße und die hört man sehr. Das heißt, diese vorbeifahrenden Autos, die holen mich doch ein bisschen aus meiner inneren Ruhe gerade. Das Ding ist auch mitten in der Stadt, ne? Echt, also ja, genau. Ja. Das hätte man sich denken können. Gut, es war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber es ist jetzt so und Zelten ist trotzdem schön. Aber ja, Schauen wir morgen mal, ne? Genau, morgen möchten wir einen schöneren Platz. Da müssen wir aber auf der direkten Route dann auch. Was ist das denn jetzt schon wieder? Jetzt sind doch Kinder nebenan. Wir lieben Kinder. Ja. Naja. Man kann die Zeit auch irgendwie mit Kuscheln rumkriegen. Wichtig ist, dass man die Gegebenheiten nimmt, wie sie sind. Für das Wetter kann keiner was. Für den Ort schon. Unsere erste Wäscheleine haben wir auch schon gebaut hier. Zeit zu erfahren, wie ein Erwachsener rückblickend auf seine Kindheit mit Motorradreisen als Bestandteil schaut. Wie hast du das damals erlebt als Kind? Ist gar nicht so einfach, glaube ich, das so zu sagen, weil man nimmt das natürlich ganz anders wahr. Ich bin ja im Endeffekt damit aufgewachsen. Ich glaube, ich habe dadurch so ein ganz anderes Gefühl für diese Sache und für Natur und dieses Motorradreisen als ganz, ganz viele andere Leute, weil ich da nicht irgendwann im Leben so mit eingestiegen bin. Für mich ist es auf der anderen Seite dafür aber auch, also ich schätze das sehr, trotzdem, das zu machen, deswegen mache ich das auch heute noch. Aber es ist auf der anderen Seite dadurch für mich natürlich auch so ein kleines bisschen normaler, so in Anführungsstrichen, als jetzt für, ich denke mal, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir zum Beispiel ist, du hast damit ja jetzt im Grunde genommen erst angefangen in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen zum Beispiel, oder? Für mich ist das klar neu, dieses mit dem Motorrad zu machen, aber ich habe das halt früher mit meinen Eltern ganz viel gemacht, so Campingurlaub, ne? Also wir sind auch, ich würde sagen, nie in Hotels gefahren. Wir haben immer irgendwie den alten VW-Bulli von meinem Opa genommen und sind damit in Urlaub gefahren und auf Campingplätzen oder halt das Zelt und unseren alten Opel, so, also von daher bin ich da schon irgendwie mit aufgewachsen. Einerseits ist es natürlich total geil, sowas zu erleben und das ist aber was man noch viel mehr wertschätzt, wenn man älter ist und auch dann erst realisiert, was man da eigentlich hatte, weil gerade so als Kind, wenn du nichts anderes gewohnt bist und nichts anderes kennst so und dich dann auch mit anderen Kindern unterhältst und so, hörst du dann immer so nach, also ich war dann immer 6 Wochen weg, so die kompletten Schul-Sommerferien und wenn du dann von anderen hörst, die waren in irgendwelchen Kindercamps, in irgendwelchen so und so Urlauben, irgendwo hingeflogen, irgendwo mit Meer und irgendwas. Und man selber war irgendwie mit nichts, einfach nur auf irgendeiner Wiese im Wald
oder sonst irgendwie was, dann ist das natürlich so rein vom Erzählen irgendwo auch zum Teil manchmal ein bisschen eintönig und eindimensional, was man da so macht. Und du würdest es aber vermissen, wenn du es heute nicht mehr machst. Auf jeden Fall. Also ich vermisse das auch, wenn ich es heute nicht mehr mache. Also ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Ich habe das mal ein paar Jahre nicht gemacht und ich kehre da auch immer wieder hin zurück. Erzählt mal in den Kommentaren bitte, wie ihr aufgewachsen seid, urlaubstechnisch. Was habt ihr gemacht mit euren Eltern? Oder wenn ihr Kinder seid, ich habe nicht so viele Kinderzuschauer, aber wenn ihr Kinder seid, was ihr euch wünschen würdet? Oder auch rückblickend, vielleicht, wenn man erwachsen ist, was hätte man sich gewünscht, was die Eltern mit einem machen? Oder Also ich finde es ganz gut, dass meine Eltern das so gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir nichts anderes gewünscht. Ja, Ich bin ja auch. auch so im Rand von einem Wald groß geworden. Das war das Beste für mich. Ich war so viel draußen in der Natur, alleine im Wald rumgestreunt. Das war, glaube ich, die beste Voraussetzung, um alleine sehr glücklich zu sein und mit der Natur etwas zu haben, was einem an jedem Ort der Welt Kraft und irgendwie so ein Zuhausegefühl Ja. gibt. Ja, ich sag mal, der Vorteil ist auch zwangsläufig erarbeitet man sich dadurch so ein paar Naturskills. So, ich glaube, ich konnte mit 3 Jahren schon allein im Wald irgendein Zeug zusammensuchen, um da aus dem Nichts irgendwelche Feuer und irgendwas rauszumachen, Ja, die das dann ist cool. funktionieren, trotz Regen und irgendwas. Und wenn du andere Leute siehst, die kriegen das ja nicht mal mit allen Utensilien. Das kann ich zum Beispiel aber auch nicht. Also ich musste damals im Wald nie Feuer machen. Das Und ich hast hatte dann du auch als Kind. also nie so dieses Thema so alleine im Wald, im Dunkeln und irgendwas. Nee, das hatte ich auch nie. Ja. Als Kind auch nachts im Wald rumgelaufen und hab da irgendein Zeug zusammengesucht. Spannend, Freunde. Spannendes Thema, was uns hier gerade begleitet auf den ersten Tagen dieser Reise. So, und jetzt würde ich sagen, gute Nacht. Es regnet wieder und wahrscheinlich noch sehr lange. Egal, dafür schlafen wir bestimmt gut, weil ich höre lieber Regen als die lauten Autos und gerade übertüncht das Geräusch des Regens das laute Autofahren. Sweet Home Alabama. Es ist einfach, Caroline, es reicht. Es ist zum Mäusemelken hier. Es regnet wie die Hölle und hört einfach nicht auf. Jetzt wird's Und dann unprofessionell. muss Gute man Nacht. sowas noch an der Birne haben. Gute die ganze Nacht. Zeit. Furchtbar, man kann nicht mehr flüchten.